Also wir hatten uns ja schon mal darüber unterhalten, dass unser Studio entwickelt Gestaltung für Menschen. Und das heißt, wir müssen lernen, den Menschen zu verstehen. Also wie nimmt er wahr? Wie kommuniziert er? Und dadurch haben sich einfach im Laufe der letzten Jahre spannende Forschungsfelder bei uns ergeben, also die sich allesamt mit dem Menschen befassen, mit der Natur und mit dem Raum. Also was ist Raum und wie wechselwirkt der Raum mit dem Menschen? Was bedeutet die Natur? Der Mensch ist Teil der Natur. Er ist selber ein System innerhalb von unzähligen anderen Systemen, die wiederum eingebunden sind in unzählige andere Systeme. Und was passiert in diesen Wechselwirkungen? Und dieses Wissen haben wir ursprünglich eigentlich nur dazu eingesetzt, um den Raum zu einem narrativen Element werden zu lassen, also sprich, dass der Raum in der Lage ist, Geschichten zu erzählen. Hat aber im zweiten Step dazu geführt, dass wir häufiger angesprochen worden sind, ob wir nicht Lust hätten, mal Vorträge über diese Themen zu halten. Aus unterschiedlichsten Richtungen kamen diese Anfragen und wir haben sie dankend angenommen, weil wir glauben, dass Wissen geteilt werden muss, damit es wiederum Fragen aufwirft, damit die Neugier in der Gesellschaft, gerade in der Gestalterwelt, niemals erlischt. Und diese Wechselwirkung genießen wir total. Also zum einen das Wissen zu teilen, aber auch zum anderen wieder Wissen zu bekommen und dadurch interessante Diskussionen anzuregen, die den Menschen an sich weiterbringen und die Neugier einfach wieder schüren.